Wenn wir an das Bewegungssystem und damit auch an Bewegung denken, denken die meisten von uns wahrscheinlich erstmal an Muskeln. An Kraft, an Training und Anspannung. Aber Muskeln alleine würden eigentlich gar keine Bewegung erzeugen. Denn ohne Knochen haben sie keinen Hebel, ohne Gelenke keine Richtung und ohne das Nervensystem wüssten sie zum Beispiel auch gar nicht wann und wie sie kontrahieren sollten, also wie sie sich zusammenziehen sollen. Wie du siehst, das Bewegungssystem ist weit mehr als nur Muskeln und Knochen. Aber welche Strukturen sind eigentlich alles Teil des Bewegungssystems? Genau das schauen wir uns in diesem Video mal genauer an. Zwei großen Bereiche, die man beim Bewegungssystem meistens direkt im Kopf hat, sind zum einen die Muskeln und zum anderen die sich darunter versteckenden Knochen, also dein Skelett. Und genau aus diesen beiden Komponenten ergibt sich auch der andere gängige Name, nämlich das muskuloskeletale System. Bevor wir uns aber jetzt in diese ganzen Komponenten des Bewegungssystems stürzen, macht es Sinn, zuerst einen Schritt zurückzutreten und sich anzuschauen, wie der Körper als Ganzes aufgebaut ist. Der menschliche Körper besteht grob gesagt aus 3 großen Hauptsystemen, die aber trotzdem alle eng miteinander verbunden sind. Zum einen haben wir natürlich das Bewegungssystem, was wir uns in diesem Video genauer anschauen werden. Das ermöglicht uns nicht nur Bewegungen wie Laufen, Springen oder Greifen, sondern ist auch dafür verantwortlich, unseren Körper zu stabilisieren und in eine aufrechte Haltung zu bringen. Was alles dazugehört, das schauen wir uns in diesem Video genauer an. Aber es gibt noch 2 weitere Hauptsysteme, die auch für das Bewegungssystem essentiell sind. Zum einen die Organsysteme, die wiederum aus verschiedenen Untersystemen bestehen, wie zum Beispiel das Herz-Kreislauf-System oder auch das Verdauungssystem. Diese Organsysteme sorgen dafür, dass dein Körper genügend Sauerstoff und Nährstoffe bekommt und dass diese immer dorthin verteilt werden, wo sie auch benötigt werden. Und abschließend haben wir noch einen weiteren großen Hauptbereich, nämlich das Nervensystem. Dieses ausgeklügelte System aus Gehirn, Rückenmark und Millionen von Nervenzellen und Nervenfasern sorgt dafür, dass du angemessen und immer angepasst auf deine Umwelt reagieren kannst. Aber natürlich ist das hier jetzt nur mal ganz grob zusammengefasst, denn auch das Nervensystem besteht aus weitaus mehr Strukturen und ist super komplex. Aber darum soll es in diesem Video ja gar nicht gehen. Und übrigens, zu all diesen Hauptsystemen werden in den kommenden Wochen und Monaten jede Menge weitere Videos kommen. Also, wenn du nichts verpassen willst, dann abonniere gerne den Kanal und aktiviere die Glocke, damit du über neue Videos immer auf dem Laufenden gehalten wirst. Und je nachdem, wann du dieses Video schaust, sind die Playlists dazu auch schon super gut gefüllt. Also schau auch gerne da mal vorbei. Aber warum ist der Blick auf das große Ganze jetzt so extrem wichtig? Wir versuchen es uns in der Anatomie ja immer etwas einfacher zu machen, indem wir unseren Körper in Systeme und diese wieder in Untersysteme einteilen. Das ist auch super praktisch und hilft natürlich auch beim Lernen, aber Tatsache ist, diese Systeme arbeiten gar nicht so isoliert, wie wir uns das beim Lernen der Einfachheit halber natürlich wünschen würden. Denn auch das Bewegungssystem würde ohne Organsysteme und Nervensystem gar nicht richtig funktionieren können. Schauen wir uns das Ganze doch mal am Beispiel von Muskeln an. Die Muskeln, die gehören ja zum Bewegungssystem. Damit sie richtig arbeiten können, benötigen sie Sauerstoff und den bekommen sie vom Atmungssystem. Außerdem brauchen sie noch jede Menge Nährstoffe. Und die bekommen sie aus dem Verdauungssystem. Und damit Sauerstoff und Nährstoffe wieder zum Muskel zurückkommen, gibt es das Herz-Kreislauf-System. Über das Herz-Kreislauf-System gelangen nämlich Sauerstoff und Nährstoffe dann über das Blut direkt zum Muskel. Wie du siehst, sind hier allein schon 3 Organsysteme mit daran beteiligt, damit dein Muskel überhaupt arbeiten kann. Denn ohne Sauerstoff und Nährstoffe wäre das gar nicht möglich. Aber nicht nur die Organsysteme spielen eine wichtige Rolle. Denn damit der Muskel Bewegung ausführen kann, müssen diese nämlich auch geplant und gesteuert werden. Und diese Planung und Steuerung übernimmt zum Großteil das Gehirn. Und wenn das Gehirn entschieden hat, wie die Bewegung ausgeführt werden soll, dann schickt es Signale über weitere Komponenten des Nervensystems wieder zurück an den Muskel. Du siehst also, dass jedes System mit dem anderen Systemen nochmal stark zusammenhängt und dass sie ohne einander gar nicht funktionieren würden.
So, und jetzt, wo wir das größere Bild schon vor Augen haben, schauen wir uns das Bewegungssystem doch mal genauer an. Wenn wir an das Bewegungssystem denken, dann denken wir meist an Aktivitäten, oder? An Laufen, Springen, Tanzen, Heben, Greifen und alle möglichen Bewegungen, die es da sonst noch gibt. Und damit all diese Bewegungen vom Bewegungssystem auch ausgeführt werden können, gibt es ein aktives System. Darunter zählen alle Strukturen, die aktiv dazu beitragen, dass genau diese Bewegung entsteht. Die offensichtlichsten Vertreter sind natürlich die Muskeln. Sie sind nämlich die einzigen Strukturen, die sich zusammenziehen können. Das nennt man auch Kontrahieren. Und durch dieses Zusammenziehen entsteht so gesehen die Bewegung. Und sie sind auch die einzigen Strukturen, die sich aktiv zusammenziehen können. Dadurch würde das aktive Bewegungssystem also eigentlich erstmal nur aus Muskeln bestehen. Wir nehmen aber mal noch die Sehnen und auch die Faszien mit ins aktive System des Bewegungssystems auf. Hier sind sich die Anatomen nämlich nicht so ganz einig, da Sehnen und Faszien selbst nicht aktiv arbeiten, aber mitverantwortlich dafür sind, dass der Muskel überhaupt das Kontrahieren, also das Zusammenziehen, ausführen kann. Und trotzdem könnte das aktive System alleine keine Bewegung im eigentlichen Sinne erzeugen. Dafür braucht es nämlich noch ein weiteres System. Naja, und wenn es ein aktives System gibt, dann gibt es auch ein passives System. Darunter fallen alle Strukturen, die nicht aktiv arbeiten müssen, um diese Bewegung zu erzeugen, sondern die mehr einfach da sind, damit die Bewegung ausgeführt werden kann. Zum passiven System gehören natürlich die Knochen, aber auch der Knorpel, sämtliche Gelenkstrukturen sowie die Bänder. Das sind die Hauptkomponenten des passiven Systems, die bei allen Bewegungen mitspielen. Aber es gibt noch ein paar weitere Komponenten, die je nach Gelenk oder Körperbereich vorhanden sind. Welche das sind, das klären wir in ein paar Sekunden. Wichtig ist hier, dass keines dieser Systeme ohne das andere System Bewegung ausführen könnte. Es braucht also immer beide Systeme. Das aktive System braucht das passive System und das passive System braucht das aktive System. Schauen wir uns also die einzelnen Komponenten dieser beiden Systeme mal etwas genauer an. Du siehst, wir arbeiten uns wie immer weiter ins Kleine vor. Starten wir mit dem aktiven System. Na, weißt du noch, welche Komponenten alles zum aktiven System gehören? Das waren zum einen natürlich die Muskeln, aber auch die Sehnen und die Faszien. Die Muskeln sind dabei die Strukturen, die im Körper die aktive Bewegung ausführen, indem sie sich zusammenziehen. Davon hast du über 650 Stück in deinem Körper. Die genaue Anzahl an Muskeln kann man übrigens gar nicht so genau sagen, denn manche haben mehr Muskeln und anderen fehlen sogar Muskeln. Zum Beispiel hat nicht jeder den kleinen Lendenmuskel, den Musculus psoas minor. Damit die Muskeln aber ihre Kraft auf den Knochen übertragen können, benötigen sie eine Verbindung, denn die Muskeln selbst sind gar nicht mit den Knochen verbunden. Das übernehmen nämlich die Sehnen. Das sind auf Zeichnungen und Abbildungen immer diese weißen Verbindungsstücke zwischen Muskel, also zwischen rotem Muskel und dem Knochen. Sehnen bestehen aus verschiedenen Schichten aus ziemlich widerstandsfähigen Kollagenfasern. Und daher sind sie auch super reiß- und zugfest. Und daher natürlich auch perfekt für die Übertragung der Kraft vom Muskel auf den Knochen. Und die Faszien umgeben jeden einzelnen Muskelstrang und den gesamten Muskel selbst nochmal, wodurch die einzelnen Muskelstränge super aneinander vorbeigleiten können und sich auch der gesamte Muskel perfekt und ohne viel Reibung bewegen kann. Und all diese einzelnen Faszienschichten um die Muskelstränge herum vereinen sich dann unter anderem alle zusammen in der Muskelsehne. Also quasi ein fließender Übergang. Und damit haben wir auch schon einen fließenden Übergang zum passiven System. Na, kannst du dich noch daran erinnern, welche Strukturen alles zum passiven System gehören? Das waren zum einen natürlich die ganzen Knochen, der Knorpel, verschiedenste Gelenkstrukturen und die Bänder. Und noch ein paar weitere Strukturen, die aber nicht in allen Gelenken und Körperbereichen vorhanden sind. Und übrigens, wenn wir hier von den passiven Strukturen des Bewegungssystems sprechen, dann bedeutet das nicht, dass in diesen Strukturen keine Aktivität herrscht. Denn eigentlich passiert in all diesen Strukturen ganz schön viel. Aber eben nicht, um die Bewegung des Körpers aktiv auszuführen. Aber um das Ganze nicht so abstrakt zu halten, schauen wir uns das Ganze am Beispiel des Knies an.
Hier siehst du ein linkes Knie von außen. Und falls du dich jetzt fragst, hey, woran erkennt man jetzt eigentlich, dass es sich um das linke Knie handelt? Na, dafür musst du dir beim Unterschenkel die Knochen anschauen. Ganz oben haben wir hier einmal den Oberschenkelknochen, den sogenannten Femur. Und vorne dran noch die Kniescheibe, die Patella. Und im Unterschenkel haben wir sogar zwei Knochen, nämlich das breite Schienbein, die Tibia, und das viel schmalere Wadenbein, die Fibula. Und die Fibula ist übrigens nicht beim Kniegelenk beteiligt. Und wenn du genau diese schmale Fibula auf Abbildung siehst, dann weißt du, dass du gerade auf die Außenseite des Beins schaust. Denn die Fibula, die liegt lateral, also weg von der Körpermittellinie gelegen. Wenn sie nicht zu sehen ist, dann schaust du eben auf die Innenseite des Beins. Naja, und jetzt musst du nur noch schauen, wohin die Kniescheibe, also die Patella, zeigt. Mir hat es am Anfang immer geholfen, sich die eigenen Beine vorzustellen. Wenn ich also auf meine eigenen Beine von der Seite, weil die Fibula ist ja hier zu sehen, wenn ich da von der Seite drauf schaue und die Kniescheibe so gesehen aus dieser Perspektive nach links zeigt, dann muss es sich um das linke Bein handeln. So, also der größte Part des passiven Systems sind erstmal die Knochen. Aber es gibt ja hier noch weitere Bestandteile. Wie du hier auf der Abbildung auch gut erkennen kannst, haben die Knochenenden wie eine Art Überzug. Das ist der Gelenkknorpel. Der wird auch als hyaliner Gelenkknorpel bezeichnet und ist hier in blau gekennzeichnet. Der Knorpel ist dafür da, Unebenheiten des Knochens auszugleichen, einwirkende Kräfte gleichmäßiger auf die Knochen zu verteilen und sorgt durch seine glatte Oberfläche für eine geringere Reibung bei der Gelenkbewegung. Also ganz schön praktisch. Zudem haben wir natürlich noch verschiedene Gelenkstrukturen, die hier jedoch nicht ersichtlich sind. Zum Beispiel die Gelenkkapsel um das Gelenk herum oder die darin ausgekleidete Gelenkhaut, die die Gelenkflüssigkeit, die auch als Gelenkschmiere bekannt ist, produziert. Was man hier aber super gut sehen kann, das sind die Bänder, auch als Ligamente bekannt. Hier sehen wir beispielsweise das Außenband, das den Oberschenkelknochen, also den Femur, mit dem Wadenbein, also der Fibula, verbindet. Außerdem haben wir das Patellaband, das Ligamentum patellae, das die Kniescheibe, also die Patella, mit dem Schienbein, also der Tibia, verbindet. Und hier können wir auch schon mal ganz gut den Unterschied zwischen einem Band und einer Sehne besprechen. Na, weißt du, was der Unterschied ist? Pausier doch mal kurz das Video und schreib's unten in die Kommentare. Kommen wir mal zur Auflösung. Bänder verbinden immer zwei Knochen miteinander, wie hier das Außenband den Femur und die Fibula verbindet. Sehnen hingegen verbinden nicht zwei Knochen, sondern einen Muskel mit einem Knochen. Wie hier oben die Quadrizepssehne. Gut, aber es gibt ja jetzt noch ein paar passive Strukturen, die nicht in jedem Körperabschnitt oder Gelenk vorkommen, aber trotzdem wichtig für das Bewegungssystem generell sind. Das sind zum einen die Schleimbeutel, die eine Art Puffer für die Sehnen darstellen, wenn sie über Knochen gleiten müssen, damit sie nicht so anfällig für Abnutzung oder gar Verletzungen sind. Wenn die Schleimbeutel aber überansprucht werden, dann kann es auch mal zu Entzündungen kommen, der sogenannten Schleimbeutelentzündung. Außerdem haben wir in der Wirbelsäule zum Beispiel noch die äußerst wichtigen Bandscheiben. Die befinden sich zwischen den einzelnen Wirbelkörpern und agieren wie so eine Art kleines wassergefülltes Kissen. Dadurch ermöglichen sie unter anderem die Beweglichkeit der Wirbelsäule und federn einwirkende Kräfte ab und verteilen sie gleichmäßiger. Im Knie selbst haben wir noch die Menisken, die die Unebenheiten des Tibia-Plateaus ausgleichen und sich bei den Drehbewegungen des Knies, wenn es gebeugt ist, leicht mit verschieben. Und dazu gibt es noch die namensähnlichen Disken. Das ist eine kleine bindegewebige Scheibe, ein sogenannter Diskus, der auch wieder Unebenheiten ausgleicht und kleine Hohlräume sinnvoll ausfüllt. Übrigens ist die Bandscheibe auch eine besondere Art von Diskus. Sie heißt nämlich auch Discus vertebralis, also wortwörtlich die Scheibe des Wirbels. Und was nicht fehlen darf, sind die Sehnenscheiden. Das sind doppelwandige Hüllen, die um die Sehnen gelegt sind und somit diese schützen und die Reibung zwischen Sehnen und den umgebenden Strukturen reduzieren. Wie du jetzt gesehen hast, sind es weitaus mehr Strukturen, die im Bewegungssystem stecken, als nur Knochen und Muskeln. Und in den nächsten Videos beschäftigen wir uns viel ausführlicher mit all diesen Strukturen. Wir schauen uns den Aufbau an, die Arten und Formen und natürlich die ganzen Funktionen, die wir hier nur im Ansatz angeschnitten haben.
Wenn dir dieses Video weitergeholfen hat, einen ersten groben Überblick über das Bewegungssystem und all seine Strukturen zu bekommen, dann zeig mir das gerne mit einem Daumen nach oben. Und wenn du weitere solcher Videos rund um Anatomie und den menschlichen Körper nicht verpassen willst, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und aktiviere die Glocke. So bekommst du nämlich immer eine kurze Benachrichtigung, wenn neue Videos erscheinen. Und bei Fragen oder Themenwünschen ab damit unten in die Kommentare. Ansonsten bleib gesund und neugierig und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann!